Wo ist eigentlich Abigail schon wieder? Sie ist ständig nicht da. Hast du dich aus Versehen von ihr scheiden lassen oder so? So im Schlaf, so. Ja. Ups. Im Schlaf geredet, wer kennt's nicht. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Butch Bop, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle anderen Videos auf diesem Kanal hier nicht verpassen werdet. Haha, auch mal wieder ein bisschen abgeändert. Ich weiß aber nicht genau, was ich sagen soll. Soll ich irgendwie hier Episoden, soll ich Folgen sagen, soll ich Videos sagen? Ja, das lasse ich auch so immer, tun? das ist eben auch eine, wie sagt man, Branding. ja, das geht alles um kommt immer auch Branding. auf. Ja, immer genau das Gleiche zu sagen, wäre ja auch doof. Ja, hier. Bitte nehmen Sie dieses. Nee, was? Hi Bob, danke für all die Knochen. Ich habe hier eine Menge zu sortieren, wenn man bedenkt, dass jedes Fragment zu einem lebenden, atmenden Körper aus der Vergangenheit gehört. Naja, die Skelette, weiß Naja, so ob die vergangen waren die geatmet jetzt haben. gar nicht. Faszinierend. Bitte nehmen Sie dieses einzigartige Herstellungsrezept als Dankeschön-Geschenk an. Gunther. Was ist es denn? Knochenmühle. Ach, na, Die Knochenmühle. Naja, die Was macht Knochenmühle die? ist eigentlich ganz geil. Die macht? Du kannst alles, was irgendwie Knochen beinhaltet, kannst du zu Dünger verarbeiten. Ach was. Also auch sowas wie Artefakte. Wenn du jetzt hier so ein Artefakt hast, wie eben die Skeletthand, kannst Ja, du ja. die zu Dünger verarbeiten. Aber ja, echt genug. Bam, dann würde ich sagen, kann ich das Ding hier mal craften? Oder fehlt uns da das Holz für? Ja, was wir ist müssen denn? echt im Frühling müssen wir. Oh nee, reicht. Dafür brauchen wir 10 Knochenfragmente, 3 Lehm und 20 Stein. Das geht. Bam. Dann stelle ich die doch mal einfach auch direkt neben die Artefakte-Kiste erstmal. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir gerade Dünger bräuchten, aber Nee, ja, schon Ist ja relativ grad, ja. viele Artefakte. ist ja echt alles in Ordnung hier gerade. Da wäre bloß noch die uralten Früchte machen. Ja, reicht ja auch, ich meine. Ja, na klar. Das Geht schon. bringt halt das Geld. Ja. So, Den kann ich ganzen das jetzt anderen Bums brauchen wir ja gar nicht. Ich muss gleich mal meinen Aber Müll man kann immer abholen. nur eine Sache reinballern. Oh, Haas. Naja. Na, schade. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte. Warte mal, gib mir mal noch eins deiner Werkzeuge zum Verbessern. Moment. Weil ich kann wieder. Ja, mein Dingens ist fertig. So, was packe ich Dein denn rein? Werkzeug, was auch immer du verbessert hast, müsste auch fertig sein. Okay, nimm mal die Goldspitzhacke, weil ich muss jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Dings machen. Warte erstmal. Ach, da sind die. Oh, ich habe So. den Ring hier. Blab, 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 blab. Das kommt hier hin. Ah, hier hinten muss ich das machen. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das ist eigentlich gar nicht so klug. Weil ich Warum habe die nicht? extra freigelassen. Zum einen für den Kaviar und wenn die nächsten uralten Früchte reif wären, dass wir die noch zu Gelee verarbeiten können. Naja. Kommt doch noch. Hä? Naja, jetzt ist aber belegt. Hier ist noch eine goldene Gießkanne, die verbessert werden muss. Ja, dann müssen wir halt noch mehr. Ich glaube, das ist meine goldene Gießkanne bestimmt. Ja, Ja, weil ist ich habe meine. meine schon verbessert. Aber gut, dann nehme ich jetzt erstmal hier deine Spitzhacke Ja. mit. Hol meinen Mülleimer ab. Wir müssen halt noch mehr Fässer machen und alles und Reifässer und den ganzen Bums. Ja, erstmal Holz. Erstmal brauchen wir die Reifefässer Ich weiß, wir haben ja nix. im Keller. Vor allem, also deinen Keller müssen wir noch voll bekommen. Das stimmt. Und dann diesen Schuppen, in dem wir halt den Wein überhaupt erstmal herstellen. Der muss danach dann noch voll werden. So. Und dann. Dahin. Aber ab dem Frühling wachsen ja die Bäume dann auch wieder ein bisschen, ne? Ausverkauft? Ach so, shit, weil ich meine eigene Spitzhacke noch im Inventar habe. Dumm. Hey, warum ist denn jetzt hier? Butch, Ja, Bob. aber andere Sache, Gerne. weswegen wir ja alle hier sind. Ja. Ich habe ein Zitat, was ich gerne vorlesen möchte. Ach was. Dann brauche ich da deine und eure, die ihr da draußen seid, Meinung mal so dazu. Ich möchte eine Welt. In der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Nee, aber warte, ich muss mir dazu meinen Themenzettel natürlich nehmen.
Und zwar, nicht räuspern ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Familie ist etwas, das praktisch alle namhaften Literaten zu Tragödien inspiriert hat. Und los! Ja, aus der Erfahrung halt heraus, ne? Wer halt schon einmal zu Weihnachten irgendwie zu Hause war, gerade als Erwachsener, der weiß genau, ja. Das sind alles, das sind eigentlich, wie heißt das, Berichte mehr als Geschichten. So. So Romeo und Julia ist eigentlich so ein Ja. Weihnachtsessen. Naja, ja, irgendwo halt schon. Ja, Familie ist halt wirklich Tragödie. Allerdings Ja, meistens endet es halt doch. Also ich kenn auch Familien, die sind sehr impulsiv, aber lieben sich halt auch total. Ja? Also ich sag mal so, bei mir ist Weihnachten immer cool mit der Familie. Ist was? Bei mir ist Weihnachten immer cool mit der Familie. Ja, bei mir eigentlich auch. Oh ja, hier, Tintenfische. Los geht's, Das habe ich gedacht in der Junge. Hand. Achso. Tintenfische, oh, der braucht noch ewig. Ah, Quatsch. Ja klar. Eigentlich brauchen wir da nur eine Angel. Cool, Qualitätsdünger. Es kommen Ähm. aber gleich 10 raus. Tatsächlich. Ja, ist doch gut. Ja, ballert gleich was Neues rein. Ja, woher denn? Was denn? Na, aus dem Artefakte-Ding. Ja. Und da irgendwas, was aus Knochen besteht oder so. Alles klaro. Was haben wir denn da? Prähistorische Rippe. Zum Cool. Beispiel. Irgendwas, ja, den Dünger muss ich jetzt auch wieder überleg grad. wegpacken. Vielleicht gönne ich mir mal den Widerhaken hier. So. Das ist viel zu viel. Viel zu viel Zeug. So, ich bin den ganzen Tag nur am. Ja, dann würde Zeug ich sagen, machen. ich angel hier mal nach Ja. Tintenfischen. Obwohl, kommen die nur nachts raus? Nein, die kommen erst ab 22 Uhr. Echt? So spät? Ja, das ist halt das Problem an den Tintenfischen. Das ist halt wie total viel müssen nervig. wir da machen? 10 Stück. Ey, wir haben 2 Holz bekommen. Echt, die kommen erst nachts so spät? Bist Ja, du aber dir ich komme auch gleich dazu sicher? und dann ist das kein Problem. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja, die kommen echt erst spät irgendwie. Wäre schon 18 Uhr, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, es war nicht 18 Uhr. Haben wir gar keine, abends im Ozean. Was geht denn jetzt haben wir gar abends? keine 18. Sammelkiste? 18 bis 2 Uhr. Doch, da wo die Höhenkarotte drauf ist. Ah. 18 bis 22 Uhr, sagt er. Ja. Ja, ich würde sagen, ich angel dann einfach trotzdem hier. Will ich das bisschen. mal glauben. Kann ja nichts schaden. Ja. Nee, Angeln ist immer gut. Bei der Weile kann ich ja noch erzählen. Ja, Familie, also dieses Zitat, ich fand es halt ganz cool. Also es ist aus Frank Schätzing, Die Tyrannei des Schmetterlings. Da sagt das halt eine Person. Und ich fand das so, okay, ja, dann habe ich halt auch so speziell natürlich an Shakespeare gedacht und dachte mir, schon irgendwie, ob es halt Hamlet ist oder Romeo und Julia oder auch Macbeth und so, hat halt alles irgendwie schon mit der Familie zu tun. Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch oft einfach das Ausleben von Sachen, die man sich nicht traut, in der eigenen Familie auszusprechen. Und dadurch entstehen dann die Tragödien in der Geschichte dann eben, weißt du? Naja, wo ich dann halt so dran dachte, es ist natürlich sehr pauschal, weil du könntest auch sagen, Familie ist halt etwas, was praktisch alle, namhaften Literaten zu Komödien inspiriert hat. Könntest du genauso sagen. Es würde halt genauso passen. Das stimmt. Deswegen, Ja, also es stimmt ist halt so, kannst halt in alle Richtungen irgendwie auslegen. Eigentlich es ist ja im Endeffekt so, dass jede Beziehung, jede Interaktion zwischen Menschen Ja, halt, daraus ergeben sich ja einfach Stories. ja, natürlich, woraus denn auch sonst? Ja. Und Familie ist halt so ein absoluter Mittelpunkt für die meisten. Und dadurch, also ja, das Zitat ist quasi in dem Sinne ja irgendwie, also richtig, aber auch irgendwo Quatsch. Na, obsolet fast. Ja, genau. 18 Uhr, das ist schon nach 18 Uhr und du bist jetzt erst hier. Scheiß auf die Reusen. Wir brauchen Tintenfische. Ja. Komm doch. Ich hätte den wilden Köter nehmen sollen. Ach so, oh, stimmt. Der ist eigentlich voll Schlau, genial ne? dafür. Ja, Mann. Ich hab auch meine lichten Momente. Aber
Und ich habe halt noch keinen Tintenfisch. Brauchst du noch einen Dreher? Also so ein Angelgerät? Nö. Weil ich habe noch einen da. So, das brauche ich nicht. Aber hast du dann einen dran? Nö. Oh, Butch. Dann brauchst du auch einen. Ja, du kannst mir gern einschenken. Weil dann beißen die doch schneller an. Na. Das wird auch wieder ein bisschen Tun sein, glaube ich. Wenn überhaupt. Großmann, nimm das Ja, an, Moment. Junge. Vielleicht doch. Ja. So, dran. Hm. Ja, was haben wir denn noch hier? Was habe ich noch auf meinem Themenzettel? Oder hast du mal wieder was auf deinem Themenzettel? Ich habe tatsächlich gerade nicht keinen. Dann verrat mir, wie sah dein erster Kontakt mit dem Internet aus? Oh, mein erster Kontakt mit dem Internet. Ich kann mich Los geht's. viel zu gut daran wilder erinnern. Köder. Geil. Was? Einfach wilden Köder habe ich eben Ach aus so, einem sehr Schatz gut, gezogen. passt doch. ist Mein perfekt. erster Kontakt mit dem Internet war tatsächlich, ich habe ja früher mir die Screen Fun gekauft. Ja. Ja. Und in der Screen Fun waren dann auch so RPG-Maker-Spiele drin. Okay. Und ich fand die Idee so toll, dass es ein Programm gibt im Internet, dass man sich runterladen kann und dann kann man quasi seine eigenen Spiele erstellen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und dann war ich bei, es war sogar diese befreundete Familie mit dem Bauernhof, Okay. wo wir dann echt, die hatten Internet da, die hatten noch etwas Internet da und dann haben wir noch wir halt etwas gesagt, Internet? ja, lass mal, das war ja bloß damals echt 300 Megabyte oder so, Ja. dass das Programm groß war. Scheiße, dieser Fisch, ja, es ist ein Tintenfisch, aber der will nicht. Warte mal, ich hab ihn gleich. Ja, erzähle ich auch weiter. Und da haben wir versucht, das runterzuladen. Ich glaube, es hat auch funktioniert. Aber wir haben da nichts zum Starten gekriegt irgendwie, weil, ja, natürlich, da haben halt noch irgendwie andere Sachen gefehlt und so weiter. Es war halt richtig bescheuert. Und, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwie im Internet war. Das ist tatsächlich meine erste Berührung mit dem Internet. Okay. Ja, nice. Ich hatte meine erste Berührung mit dem Internet tatsächlich in der Schule, in der Grundschule. Da war es ja noch, naja, neu war es eigentlich nicht. Also es gab es natürlich schon da auch eine Weile. Aber da sind halt dann so irgendwelche, ich sag mal, ITler vorbeigekommen, haben halt hier, ne, und dann sah es halt aus wie so eine LAN-Party für Kinder. Und dann haben sie halt uns quasi erklärt und so und wie das funktioniert und bla 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 bla. Und dann hat er gesagt, ja, und jetzt macht halt mal, was er wollt, so nach dem Motto. Und dann, weißt du, und das ist dann natürlich erstmal der Moment, du stehst vor dem Internet. Ja, keine Ahnung. Und meine erste Seite, die ich aufgerufen habe, moorhuhn.de. Junge, moorhuhn.de. 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 Geil. Weil, ja, ich gebe es zu, ich bin so ein richtiger Moorhuhnschütze. Ja, Mann, Moorhuhn Kam ist wirklich- aber auch. Also Kam wirklich. wirklich damals unser Sportlehrer dann so, ist halt dann so durchgegangen, hat geguckt, wer da so alles guckt, also wo die Leute da irgendwas nachgucken und so und dann, okay, und hier haben wir die Moorhuhnschützen, alles klar. Ja, aber verständlicherweise, Moorhuhn war halt auch wirklich. Moorhuhn war cool. Ja. Also, das ist halt auch die Sache, ich bin ja mit keinen Erwartungen irgendwie an diese Seite reingegangen. Ich weiß auch nicht mehr, was auf dieser Seite war. Ich habe so schemenhaft den Aufbau so ein bisschen vielleicht im Kopf, aber Ja. was man da jetzt machen konnte, wahrscheinlich das Spiel irgendwie runterladen oder so oder keine Ahnung. Vor allem Moorhuhn war ja eigentlich eher so ein Gimmick zu. Na, Johnny Walker. Genau, Johnny Walkers Moorhuhnjagd. genau. Und daraus ist halt echt so ein richtiges. Ja, schon ein gutes Ding Franchise. geworden, Ja. Kam ja auch Moorhuhn 2 und so weiter. Und die ganzen Easter Eggs, beziehungsweise diese kleinen Tricks, die es da drin gab, ne? Oh ja, Alter. Das war halt Ganz so ehrlich, krass. Moorhuhn Winter
fordert mich zum Moorhuhn Winter raus. Ich ziehe euch gnadenlos ab, Alter. Ihr habt es gehört, kommt auf den Discord und fordert Bob zu, wir müssen einen Moorhuhn-Channel aufmachen. Wir müssen einfach ein Moorhuhn-Turnier abhalten. Alter! Hier habt ihr es zuerst gehört. Ein Moorhuhn-Turnier Aber ist wie eine gesagt, richtig nur gute Idee. Moorhuhn Winter bin ich eigentlich nur gut. Mir ist Die eigentlich anderen- scheißegal, welches Moorhuhn, aber das können wir, also das ist ein Ding, ja, da hast du mich. Okay, ja. Da hast du mich. Das ist schon, okay, Ja. okay, Moorhuhn-Turnier. Alle machen mit. Und alle machen mit. Wo ist eigentlich Abigail schon wieder? Die ist ständig nicht da. Hast du dich aus Versehen von ihr scheiden Geister lassen? Oder so? sind so im Schlaf so. Ups. Im Ja. Schlaf geredet. Wer kennt's nicht? Ja, nee, deswegen ja, erste Berührung so mit dem Internet. Ich sag mal so, das war ja dann wirklich, also danach hatte ich viele Jahre keine Berührung mit dem Internet, also keine eigene so. Und als es dann natürlich losging, da bei meinen Eltern mit Internet, war die erste Seite, die man natürlich damals aufgerufen hat, wenn man was auf sich gehalten hat, Pokémon.de. Pokémon.de? Pokémon.de. Stimmt. Natürlich. Stimmt, Pokémon.de war tatsächlich auch eine meiner ersten Seiten, die ich, Ja, weil klar. ich wollte halt was über Pokémon wissen oder sehen. Ja, Also, und vor allem auch der Pokédex und so. Und eigentlich wusste man ja eh alles, aber trotzdem. ja, ich wollte halt wissen, Ja, was es da noch gibt oder so. ja stimmt. Nee, Pokémon.de, das war damals schon. Ach, nicht so richtig. So richtige Erinnerungen werden gerade wach. Apropos Erinnerung, was ist eigentlich deine. Hast du Oh, die früheste Was- Erinnerung? Oh. deine früheste Erinnerung? Hast du da was? Also, wenn es so persönlich ist, wollen wir es natürlich sowieso wissen, aber. Ist halt ein richtiger Downer. Ah, nein. Okay, aber das Ja, muss auch ich sein. würde behaupten, so eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich, also du kennst ja das Grundstück meiner Eltern, da gibt es ja 2 Häuser. Ja, Und in dem vorderen Haus hat meine Oma väterlicherseits damals gewohnt. ja. Und ich bin halt dann, also vieles natürlich auch aus Erzählungen und dann setzt sich ja manches so einfach im Kopf auch so zusammen. Ja, Aber ich bin wohl immer rübergegangen und habe halt dann so, ne, weiß ich, hast dir Süßigkeiten oder so einen Scheiß halt geholt, was ist Ja, klar. sowas. Und ja, tatsächlich ist einer meiner frühesten Erinnerungen, wie halt diese Tür dann einfach irgendwann nicht mehr aufging. Oh. Weil meine Oma einfach gestorben war. Das war, also ich glaube, da war ich 2 oder so oder 3. Also ich konnte auf jeden Fall schon selbstständig laufen und alles und ja, natürlich auch brabbeln und alles. Ja. Aber das ist so eine meiner frühesten Erinnerungen. Das ist bitter. Oh, das ist echt bitter. Ja, krass. Danke, dass du das mit uns teilst. Das ist wirklich krass. Ja, Meine Erinnerung ist tatsächlich wie, davon gibt es sogar ein Foto. Und ich weiß noch, dass ich Oh, okay. damals auf dieses Foto tatsächlich auch gewartet habe. Dass es halt im Fotoalbum drin ist. So, wir haben von der Familie natürlich noch viele Fotoalben von früher. Mhm. Und ich weiß noch, als diese Fotoalben erstellt wurden, das war zur Zeit, als meine Eltern das Haus gebaut haben, dass da das wurde halt gerade gebaut so und mein Vater hat mich über die Mauer so drüber gehoben oder es war dann mit mir so an der Mauer da irgendwie. Und hat sogar noch einen Schnuller im Mund. Also es ist wirklich Oh, krass. früh. Und dann war dieses Foto auf einmal davon im Fotoalbum. Ich dachte mir so, ey, das ist ja cool. Als kleines Kind dachte ich, ey, das ist ja cool. Achso, so quasi dieses Konzept von einem Foto, meintest du, ist dann so, also Nee, ist nee, dir ich da kann- quasi bewusst geworden, dass es Fotos Nee, das wusste gibt, ich oder schon. wie Also meinst nee, du? mit Fotos wusste Okay. ich schon, was das ist. Und ich du mein habe Pferd halt genommen? darauf gewartet, dass das im Fotoalbum auch drin ist. So, aber ich kann mich an den Moment erinnern, in dem das Foto quasi gemacht wurde. Ah, verstehe. Ja, geil. Ja, richtig geil. Richtig geil, richtig gute Erinnerung. Tatsächlich.
Ja. Erinnerung, ey. Das ist meine früheste da gibt's Erinnerung. ja Ach, früheste Erinnerungen sind halt echt schwierig, weil viel verändert sich ja auch und man weiß gar nicht mehr so. Manchmal Ja, denke ich na, auch, also denke ich mir, dass ich das noch weiß, weil ich weiß, dass ich es mal wusste und kenne halt das Foto. So, und an was erinnere ich mich dann eigentlich gerade? Ja. Na gut, das Foto ist halt eine gute Erinnerungsstütze in dem Sinne. Ja. Ich erinnere mich nur noch an die Erinnerung. War das nicht auch mal ein Thema? Hatten wir es nicht mal als Thema? Was, Erinnerung? Dass jede Erinnerung eigentlich, immer wenn man sich an was erinnert man sich immer nur an das letzte Mal, dass man sich daran erinnert hat? Was? Nee. Also ich erinnere mich jetzt nicht daran, wann ich das letzte Mal an meine erste Erinnerung gedacht habe. Achso, okay. Nee. Ja, alles gut. Ja, aber zwecks Erinnerung, und wir hatten ja vorhin auch noch so Phobien, da gibt es übrigens Forschungen zu und auch Ergebnisse schon ein bisschen zu, was halt auch in viel Science-Fiction und so vorkommt, Gedächtnismanipulation. Oh, ja. Also so, ne, dazu muss natürlich erst erforscht werden, was ist überhaupt ein Gedanke, was passiert da im Gehirn und so und wie speichert ein Gehirn dann überhaupt so Erinnerungen und alles sowas. Das ist echt Und wie manipuliert man das, wie kann man Erinnerungen halt, also weil zum Beispiel Phobien sind ja manchmal auf irgendwelche Schlüsselerinnerungen dann zurückzuführen, könnte man sagen. Und wenn man diese Erinnerungen halt ausmerzen könnte, sag ich mal, dann könnte man halt diese Phobie eventuell loswerden. Also so die Theorie. Ja. Und da gab es wohl, also es ist sogar schon einige Jahre her, dass also wurde natürlich an Mäusen oder Ratten im Labor, wurde das dann so ein bisschen, wurde rumexperimentiert und da soll es wohl schon erste erfolgreiche Ergebnisse gegeben haben. Dass man, also ich weiß natürlich nicht, wie die das dann erhoben haben. Also weil ich kann mir das sowieso total schwer vorstellen. Na gut, wahrscheinlich ist halt das Gehirn von einer Maus nicht ganz so komplex wie von einem Menschen, deswegen lässt sich da einfacher erstmal machen. Aber du musst halt Erinnerungen ja irgendwie dann auch messen. Also Mäuse können dir ja jetzt nicht sagen, woran sie sich erinnern und woran nicht. Du kannst es ja nur vom Verhalten her sehen. Also irgendeine Konditionierung oder so muss ja dann stattfinden. Quasi, dass du sie über negative Verstärkung oder so dann konditionierst. Und dann guckst du, okay, das war der Schlüsselgedanke, den müssen wir jetzt rauslöschen und dann ist die Konditionierung sozusagen weg. Daran könnte man es dann vielleicht messen. Und das, ja gut, und dann muss es natürlich immer komplexer und komplexer, dass du es dann ja auch am Menschen prinzipiell durchführen kannst. Ja. Und da gab's auch eine richtig interessante Stargate SG-1-Folge damals. Irgendwie 9. oder 10. Staffel. Vielleicht finde ich es irgendwie hier so oder Butch muss es finden. Oh. Da wurde auch ein Volk, hat dann so eine Apparatur halt gehabt und die konnten Gedanken löschen, manipulieren, verändern und so weiter. Und bei denen gab es dann quasi keine Kriminalität mehr. Weil quasi Gedanken, die zu Kriminalität geführt hatten, also dass jemand kriminell geworden ist, so dieses Gedankengut, haben die quasi ausgemerzt und mit irgendwelchen anderen vernünftigen, positiven Gedanken dann ersetzt. Und das war natürlich, da ging es dann um Ethik und Moral dann wiederum, weil da hat dann in der Folge selbst jemanden ermordet und hat dann seine eigenen Gedanken manipuliert. So, und dadurch ist beim Lügendetektor nichts aufgefallen. Er hat halt nicht gelogen, weil er natürlich diese Erinnerung gar nicht mehr hatte. Er hatte eine ganz andere Erinnerung. Und da ist dann so, ja, Gedankenmanipulation, sollte man das machen, sollte man das nicht? Aber wiederum irgendwelchen Leuten, die halt krasse Phobien zum Beispiel haben, oder irgendwelche Traumata, so, ne? Du kannst halt Traumata in dem Sinne auslöschen oder entgegenwirken, heilen, so, ne? Das ist halt guter Nutzen, aber kann halt auch natürlich missbraucht werden, so wie jede Technologie. Die Frage, funktioniert das wirklich so? Ja, noch funktioniert, also noch ist... Nee, aber auch in der Theorie würde das überhaupt funktionieren, weil ich, ganz ehrlich, keine Ahnung. Stell ich mir schwierig vor. Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn du so einen Schlüsselgedanken, so eine Schlüsselerfahrung, die eben für ein Trauma oder so dann aber wo sind wir das? Also wenn wir echt versuchen, irgendwie alles auszumerzen und alles schlecht irgendwie, sind wir dann noch Menschen? Also gehört genau das nicht eben auch dazu? Na gut, aber dann müsstest du ja auch so argumentieren, wenn dein Bein gebrochen ist, dann darfst du ja auch keinen Gips anlegen, ne? Nein. Das ist ja. Ne? Also. Nee,
Nee, das ist ja Quatsch. Also du kannst ja sonst nicht physischen Schaden über seelischen Schaden stellen. So. Nee, Ja, also das ich bin eine darf eine Heilung erfahren und das andere nicht. natürlich darfst du da eine Heilung erfahren, aber es ist Ist halt moralisch ethisch schwierig. Inwiefern man da die Grenze zieht, weil ich habe ja überhaupt nichts gegen Psychotherapien oder Verhaltenstherapien und so weiter. Aber das ist ja eine richtige, du nimmst es ja richtig raus. Also so, dass der Mensch selber auch gar keine Erinnerung mehr daran hat. Ja, oder es wird ihm halt eine andere eingepflanzt. Ja, und das mit dem eine andere Erinnerung einpflanzen ist ja nochmal. Weiß ich nicht, nee. Also ich sehe da schon einen Nutzen drin, gerade so in der Psychologie auf jeden Fall. Ja, aber das kannst du ja eben nicht. Wie willst du das denn? wie willst du denn nachweisen, dass das gemacht wurde? Wie willst du nachweisen, dass Gedanken manipuliert wurden? Ja, genau, also darum geht es tatsächlich auch in dieser Stargate-Folge. Sie versuchen dann, also es wird dann so ein bisschen so wie in Assassin's Creed so als Muster dargestellt, so mit dem Gedächtnis, wie so eine Abfolge, wie so eine Zeitlinie, wo dann so Gedanken hin und her springen und alles. Das halt natürlich, wie visualisierst du Gedanken? Ne? Also es ist natürlich auch schon mal sehr abstrakt. Aber und da versuchen sie halt auch nachzuweisen, dass, also ob dieses Manipulieren quasi geht und ob dieser Täter, dieser Mörder seine eigenen Gedanken manipuliert hat. Und dann müssen sie ein gewisses Muster rausfinden, bla 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 und so. Also ja, wie gesagt, und da ist das Regime, die Regierung ist aber so, die löschen dann quasi seine Gedanken, wo er jemanden ermordet hat, flößen ihm neue Gedanken ein, dass er, weiß ich, irgendwie besoffen war oder so und einfach Hangover oder Blackout so. Und dann darf der weiterarbeiten. Ah, das ist ja fast schon wie so eine Black Mirror-Folge. So, ne? Gibt ja auch diese Black Mirror-Folge, wo die sich da, eine der ersten Folgen sogar, das ist sogar schon Folge 2, wo die diese Augen irgendwie haben und da alle Erinnerungen irgendwie abgespeichert sind. Und, wenn ich Black Mirror geguckt hätte, könnte ich es dir beantworten. Ich weiß nicht, ob Black Mirror dir gefallen würde. Ich glaube eigentlich schon. Ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Ist tatsächlich. Und in der bisher letzten Folge ist halt auch Miley Cyrus dabei. Ach so. Ja. Das ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich es gucken will. Nee, aber es wäre vielleicht aber. Hättest jetzt gesagt, es gibt weitere Hannah Montana-Folgen, dann wäre ich dabei. Ja, dann. Sign also me dann. up. Shut up and take my money, Junge. Aber ja. Nee, deswegen ja, so Gedanken, Hacking, bla. Ist eben einfach wie jede Technologie. Kann halt Gutes machen, kann halt Schlechtes machen. Ja. Und gerade was Technologien und deren positiven wie negativen Effekt angeht, ich glaube, da ist Black Mirror richtig, richtig gut. Beziehungsweise auch Love, Death and Robots. Habe ich heute endlich, die 3. Staffel ist ja draußen und ich habe jetzt aber erst die 2. angefangen. Oi. Da weiß man ja wirklich nie, was sich erwartet. Ich muss gerade überlegen, es war ein Anime, oder? Nein, Love, Death and Robots ist animiert, größtenteils, aber immer anders. Okay. Es ist immer anders. Also es sind immer so kleine 10 bis 15 Minuten Episoden, die halt auch nicht aufeinander aufbauen oder so. Und auch immer in einem anderen Stil sind. Mal ist gezeichnet, mal ist irgendwie so 3D-Animation, mal ist ganz anders. Also mal ist auch normal Schauspieler, aber eben mit Zeug noch drin. Also ich kann es wirklich empfehlen. Also Love, Death and Robots ist schon. Ja, und da ging es jetzt in einer Folge um so einen Staubsaugroboter. Okay. Und der dreht halt ein bisschen frei. Naja. Saugt er alles weg? Nee. Ja. Okay. Man muss es eigentlich mal gucken. Kannst schon gucken. Ja, ich hatte irgendwie das mit der Animation und so, das hatte ich auch irgendwie im Hinterkopf und hatte deswegen so gesagt, glaube ich eher nichts für mich. Ja, aber es ist halt jedes Mal auch anders. Also du kannst wirklich... Ja, umso schlimmer. Das mag ich nicht so. Ja, stimmt ja. Status Quo ist schon manchmal ganz gut. Aber weiß
weiß nicht, eigentlich Ah, möchte shit, ich möchte muss es ins schon Bett, empfehlen. Ich muss ins Bett. Ich muss auch ins Bett, ich gehe bei dir ins Bett. Okay. Hallo Abigail, Butch schläft heute hier. Kann Butch heute hier übernachten? Ich könnte hier noch so ein Gästebett hinstellen. Das könntest du machen. Oder ich Muss könnte dann aber für dich auch noch machen. uns beiden ein Gästebett hinstellen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Bob. Ja, sehr Diese gerne. Folge ist jetzt tatsächlich schon leider wieder rum. Ach, wir sind so philosophisch zur Zeit. Findest du nicht auch? Sind wir? Bisschen. Wenn wir über ASI-TV upragen? Naja, aber jetzt die Folgen, die wir aufgenommen haben? Ja, ist halt Science-Fiction-Kram. Ja. Ja, aber auch mit naja, egal. Leute, wenn ihr noch mehr von so Science-Fiction-Kram oder Ragen und Serienempfehlungen oder was auch immer haben wollt, dann guckt entweder die letzten Folgen oder lasst einfach ein Abo da und dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen, wo wir bestimmt auch genau das wieder machen werden. Verpasst ihr dann nicht. Also lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auch alle anderen Videos auf diesem Kanal. Die sind wirklich sehr, sehr gut und ja, folgt uns auf TikTok. Wir haben einen TikTok-Kanal. Da machen wir sogar ab und zu, laden wir da Sachen hoch. Naja, ja. Hast du noch was zu sagen? Steht noch was im Protokoll? Warte. Oh ja, wir sehen uns wieder, wenn es um Zeitverschwendung geht. Ah, das ist doch gut. Die nächste Folge wird auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Bis dahin, habt eine schöne Woche und ja, lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.